Sumpf der Anfang von Ereignissen war, die bald ganz Temerien erschüttern würden. Beide Seiten spürten den aufziehenden Konflikt und brannten darauf, sich mit dem Feind zu messen. Ein einfaches Scharmützel zwischen zwei Patrouillen endete in einer Schlacht. Angetrieben von ihrem unerschütterlichen Glauben zeigten die Ritter des Ordens die größere Entschlossenheit und siegten. Die Scoia'tael lernten, dass sie die Freiheit nur erringen können, indem sie Blut vergießen, das ihrer Feinde und ihr eigenes. Azar hatte mich von der Schlacht ferngehalten. Als Triss mich weckte, hatte ich Berge von Gefallenen vor Augen. Das war das letzte Mal, dass ich neutral bleiben konnte. Nachdem wir im letzten Kapitel im Sumpf eigentlich schon so gut wie abgeschrieben waren, werden wir erneut von Triss gerettet. Wir wachen in ihrem warmen Bettchen im Händlerbezirk von Vizima auf und sie bringt uns erstmal auf den aktuellen Stand der Dinge. In Vizima herrscht Kriegsrecht. Die Scoia'tael haben einen offenen Aufstand begonnen, greifen zu den Waffen, überfallen Lieferungen der Menschen und so weiter. Der Orden der Flammrose stellt sich ihnen fanatisch entgegen und fängt an, alles zu verhaften, was auch nur im Entferntesten irgendwie nach Anderlinge aussieht. Kurz gesagt, die Lage eskaliert und das nicht nur so ein bisschen. Dann kommt das nächste Problem, Alvin. Der Junge ist aktuell bei Shani untergekommen und wurde als sogenannte Quelle erkannt, also ein wandelndes Magiebündel mit völlig unkontrollierbarer Macht. Triss ist sich sicher, das Kind muss dringend in eine magische Ausbildung, bevor es entweder sich selbst oder halb Vizima in die Luft jagt. Shani sieht das Ganze ein bisschen anders und möchte, dass Alvin bei einer normalen Familie aufwächst. Diese Hexe versucht, einen meiner Patienten zu entführen. Alvin. Was versteht diese Vettel schon von Kindererziehung? Wo doch jeder weiß, dass sie nie eigene haben kann. Ich will nicht, dass sie das Kind in ihre dreckigen Pfoten bekommt. Der Teufel allein weiß, was sie damit anstellen will. Erklärt ihr, dass Alvin bei mir bleibt. Es wäre viel leichter, wenn ihr zwei euch einfach einigen würdet. Damit wir uns im kriegsrechtlich abgeriegelten Vizima überhaupt frei bewegen können, gibt uns Triss außerdem einen Passierschein. Ohne den wären wir wahrscheinlich wieder schneller im Kerker, als wir Hexer sagen können. Und als ob das alles noch nicht genug wäre, flattert auch noch eine Einladung zu einem Bankett ins Haus von einem reichen Händler namens Leuwarden. Hier ist echt einiges los wieder mal, ja? Nach dem Gespräch mit Triss machen wir uns also auf den Weg zu Shani. Unterwegs werden wir von unserem guten alten Freund Rittersporn aufgehalten, dem Baden, der gerne Lieder über Geralt singt und dabei die Realität so ein bisschen kreativ interpretiert, sage ich einfach mal. Er bringt auf jeden Fall schlechte Nachrichten. Die Salamandra haben Alvin entführt und halten ihn im Tempelbezirk von Vizima fest. Beugt diese Augen. Rittersporn. Schon gut. Ich bin also gerade auf dem Weg, um Natala mit meiner geistreichen Konversation zu beglücken, als mir zwei hochgewachsene, seltsame Typen begegnen, die ein Kind hinauszerren, das Zeta und Mordio schreit. Sie nannten seinen Namen Akin oder Apin oder so ähnlich. Verdammt. Genau den sollte ich hier abholen. Ihr werdet stolz auf mich sein. Die Gefahr ignorierend beschloss ich, dem Kind zu helfen und folgte diesen Schurken. Sie zerrten es in dieses Haus. Ihr habt recht. Ich bin beeindruckt. Was machen wir also als liebender Ziehvater? Wir stürmen das Versteck der Salamandra, verhauen die Jungs und retten den Jungen. Direkt danach steht dann auch eine ziemlich wichtige Entscheidung bevor. Bringen wir Alvin zu Triss oder zu Shani? Egal wie man sich entscheidet, eine der beiden Frauen hasst uns danach leidenschaftlich. Ich habe mich in meinem Durchlauf für Triss entschieden, weil, keine Ahnung, die ist irgendwie ein bisschen unheimlich und ich mache lieber die kleine Elfin sauer als die mächtige Magierin. Ich habe den Jungen bei Triss gelassen, damit er in Sicherheit ist. Wie konntet ihr? Sie hat euch verzaubert. Geht mir aus den Augen. Ich werde euren Namen vergessen. Jedenfalls geht's mit Triss an unserer Seite dann zum Bankett von Leuwarden. Und hier fallen dann eine Menge wichtiger Infos vom Tisch. Wir erfahren beispielsweise, dass die Salamandra sich durch Drogenhandel mit Fischtech finanziert und aus hohen politischen Kreisen gedeckt und sogar mitfinanziert werden. Niemand weiß so richtig, wer da im Hintergrund die Fäden zieht. Außerdem treffen wir auch ein paar alte, bekannte Gesichter, beispielsweise Thala. Den haben wir im zweiten Kapitel noch als Hehler kennengelernt und in unseren Ermittlungen auf der Suche nach den Salamandra sogar verdächtigt. Der entpuppt sich hier als Chef des königlichen Geheimdienstes. Der Mann hat also seine Rolle ziemlich gut gespielt. Wer genau seid ihr? Und seid aufrichtig, Kamerad. Temerischer Geheimdienst. Ich befolge des Königs direkte Befehle. Ich suche Verräter, Ratten und ausländische Agenten. Ich bin Spion. Ein hochrangiger Spion. Das kann ich nicht leugnen. Darf ich eine persönliche Frage stellen? Die Amphibien, hinter denen ihr her seid, ist das eine persönliche oder ideologische Sache?
Persönlich. Bitte erklärt, was ihr meint. Sie haben mich ausgeraubt und einen Freund getötet. Reicht das? Schon verstanden. Dann hätten wir noch Prinzessin Ada, die Tochter von König Foltest. Geralt kennt sie bereits aus früheren Zeiten. Er hat schon mal mit König Foltest zusammengearbeitet und Prinzessin Ada von einem Fluch befreit, der sie zu einer Striga gemacht hat. Witzig ist, dass wir hier noch eine kleine Quest erfüllen müssen für sie und ihr rohes Fleisch bringen sollen. Ziemlich verdächtig, wie ich finde. Die Prinzessin hatte eine schwere Kindheit. Von daher rührt ihre Vorliebe für blutiges, rohes Fleisch. Wir versuchen, das herunterzuspielen, aber... Verstehe. Nebenbei gibt es dann hier auch noch eine richtig starke Nebenstory. Vincent Mais, der Anführer der Stadtwache, der Mann ist mit einem Werwolffluch belegt und nutzt diese Gestalt, um nachts Verbrecher zu jagen. Wir treffen ihn tatsächlich auch in Vizima als Werwolf und müssen uns dann entscheiden, ob wir ihn töten oder leben lassen. In meinem Spielverlauf habe ich ihn am Leben gelassen, was sich später als nützlich erweisen wird. Ihr habt recht. Das Äußere zählt nicht. Danke. Gehen wir also unserer Wege? Naja, am Ende des Banketts erfahren wir dann schließlich, dass die Salamandra 2 Labore betreiben. Eins in den Kloaken von Vizima und ein großes Hauptlabor im Sumpf. Mich hat es dann zuerst in die Kloaken verschlagen und ich habe dann da ordentlich aufgeräumt und wurde beim Verlassen von einem kleinen Jungen angesprochen. Der Vogt Wellerat verlangt nach dem Hexer. Die Bank von Vizima wird gerade von den Square überfallen. Und hier ist dann auch Feierabend mit neutral bleiben. Entweder wir helfen hier dem Orden der Flammenrose, der im Übrigen, wo wir immer mehr erfahren, von Jacques de Aldersberg angeführt wird. Der Name wird später noch ein bisschen wichtiger. Oder wir unterstützen in dem Fall dann die Square mit Yevin. Ich habe mich in meinem Verlauf auch hier für die Square entschieden und ihnen bei der Flucht geholfen. Erwartet nicht, dass ich mir einen Eichhörnchenschwanz umbinde und mich blindlings ins Kampfgetümmel stürze. Ich helfe euch auf Hexerart. Mehr erwarte ich nicht. Leider haben wir keine Zeit zum Feiern. Gemeinsam mit den Square ziehen wir dann in den Sumpf, um das zweite Salamandra-Labor hochzunehmen. Und hier geht's dann nochmal richtig rund. Am Ende sehen wir unsere alten Bekannten wieder. Azar Javed und der Professor. Azar macht das, was er am besten kann. Er macht sich aus dem Staub und der Professor bleibt zurück. Es kommt dann zum unausweichlichen Kampf. Das Buch aus dem Sumpf enthielt einige interessante Zauber. Einschließlich Al-Surs Schild, mit dem selbst der Professor euch vernichten könnte. Seht her. Das bezweifle ich doch sehr. Adieu, Geralt. Euer Leben wird zweifellos bald enden und wie nutzlos es war. Ihr sollt mit dem Wissen sterben, dass ihr eine Verirrung der Natur wart. Ihr seid so voller Scheiße, Professor. Nach dem Kampf mit dem Professor stürzt dann der Boden ein und wir landen tief unter der Erde. Und hier taucht eine sogenannte Kikimorenkönigin auf. Sie tut uns einen Gefallen, schnappt sich den Professor und frisst ihn einfach vor unseren Augen auf. Ich würde sagen, das ist ein bisschen Karma. Nach dem Spektakel fliehen wir aus der Höhle und wir werden draußen von Prinzessin Ada empfangen. Sie erzählt uns ein bisschen was und gibt offen zu, dass sie mit der Salamandra gemeinsame Sache gemacht hat und befiehlt ihrer Wache, uns zu töten. Wieder mal haben wir Glück, denn Triss Merigold taucht ein weiteres Mal auf und rettet uns im letzten Moment und teleportiert uns weg. Euer Hoheit. Ada. Tut mir leid, Geralt. Das Gesetz schläft niemals. Als Verurteiltem steht mir ein letzter Wunsch zu. Ein letzter Kuss von euch. Eine skandalöse Bitte. Doch der letzte Wunsch ist heilig. Nun gut. Wie ihr wünscht, Hexer. Er wurde teleportiert. Dafür wird jemand bezahlen. Nachdem uns Triss ein weiteres Mal in letzter Sekunde gerettet hat, finden wir uns plötzlich in einer völlig neuen Region Temeriens wieder. Trübwasser. Ein idyllisches kleines Dorf irgendwo im ländlichen Hinterland, weit weg vom politischen Chaos aus Vizima. Triss hat dabei nicht nur an uns gedacht, sondern auch gleich dafür gesorgt, dass Alvin und Rittersporn hier gelandet sind. Rittersporn kommt uns direkt entgegen, während Alvin bei einer Dorfbewohnerin namens Alina untergekommen ist. Von Triss erhalten wir den Auftrag, Alvin zu finden, bzw. Alvin zu besuchen und ihm ein magisches Amulett vorbeizubringen. Dieses Amulett soll seine magischen Fähigkeiten so ein bisschen in den Zaum halten. Ich habe ein Geschenk für dich. Gefällt dir diese Demeritum-Kette? Halsketten sind was für Mädchen. Die hier vertreibt deine Albträume.
Ein Amulett wie eures. Möchtest du bei Alina und Julian leben? Ich träume von Alina. Ich sehe sie auf den Feldern. Sie tanzt suchend im Sonnenschein. Sie sagt, ich soll ihr suchen helfen. Aber ich weiß, dass wir nichts finden. Wenn ich aufwache, kriege ich keine Luft und fühle mich schlecht. Das sind nur Albträume, Alvin. Möchtet ihr denn wirklich bei gewöhnlichen Leuten leben? Hexer sind doch dafür da, um solche Leute zu beschützen. Einfache, schutzlose, gewöhnliche. Legt die Halskette an. Däune, schaut mir in die Augen und erblickt euren Tod. Ich muss mir das nicht anhören. Ihr seid nicht einmal ein Mensch. Alvin. Begreift ihr jetzt die Notwendigkeit dieses Tuns? Ganz gleich, wie hoch der Preis ist? Geralt, öffnet euren Geist. Nachdem wir Alvin das Amulett überbracht haben, stolpern wir direkt in eine, meiner Meinung nach, mit der besten Quest des ganzen Spiels hinein. Im Dorf steht eine Hochzeit an. Alina soll einen wohlhabenden Händler namens Julian heiraten. Ihre Schwester Selina ist darüber alles andere als begeistert. Als wäre das nicht genug, gibt es dann auch noch einen heimlichen Verehrer, Adam, der die Hochzeit nur schwer erträgt. Ohne jetzt zu tief abzutauchen, ein Streit zwischen den beiden eskaliert, Selina tötet Alina versehentlich und Alina wird daraufhin verflucht und kehrt als Mittagserscheinung zurück. Sie ist also dazu verdammt, die Felder vom Trübwasser heimzusuchen. Kurz darauf taucht dann der heimliche Verehrer auf, tötet Selina und sie bleibt auch nicht von dem Fluch verschont, sie wird aber zu einer Nachtschwärmerin. Am Ende müssen wir uns auf jeden Fall darum kümmern, den Fluch zu brechen oder wir lassen das Ganze halt einfach laufen. Ich habe mich in meinem Durchlauf fürs Eingreifen entschieden und hier zeigt The Witcher dann auch seine Langzeitfolgen. Weil ich Abigail im ersten Kapitel nicht getötet habe, taucht sie hier erneut auf und hat sich hier im Dorf als Heilerin niedergelassen. Sie hilft uns dann am Ende dabei, auch den Fluch zu brechen. Warum habe ich Abigail gerettet? Waren ihre Ehre oder ihre Tugend in Gefahr? Nein. Weil das Gesetz gebrochen wurde? Nein. Habe ich das kleinere Übel gewählt? Nein. Der Geistliche und seine Schäfchen trafen eine Entscheidung. Ich bin ein Hexer. Ich richte nicht und ich strafe nicht. Ich löse die Probleme der Menschen nicht immer mit dem Schwert. Naja, nach dem Dilemma erfahren wir, dass die im Dorf lebenden Bewohner Probleme mit den ansässigen Vodionai haben. Vodyanoi? Ich bin mir nicht sicher, wie man die ausspricht, das tut mir leid. Ist auf jeden Fall ein Volk von, ich sag mal, religiösen Meereskreaturen, die dort in den Gewässern leben und eine fischige Gottheit namens Dagon anbeten. Die Aufgabe besteht also erstmal darin, diesen Fischgott zu töten, um das Dilemma zwischen den Meeresbewohnern bzw. den Seebewohnern und den Menschen zu lösen. Und eigentlich sollte sich bereits ein anderer Hexer darum kümmern und wer den ersten Part gesehen hat, weiß jetzt vielleicht, wen ich meine. Ich meine Berengar. Der ist dabei aber wohl kläglich gescheitert. Wir nehmen also den Auftrag an, treffen dabei auf die Herren des Sees und helfen dabei, die aufsässigen Fische in die Gewässer zurückzuprügeln. So dass ihr euch an Teile eurer früheren Fähigkeiten erinnern könnt. Danke, Herrin. Nutzt mein Geschenk weise. Herrin, mir scheint, ich werde in Trübwasser gebraucht. Das Schicksal hat euch hierher geführt. Wir müssen reden. Natürlich. Ich bin eine Göttin. Ihr seid das Schwert des Schicksals. Der Tod folgt euch schon seit Jahren. Vielleicht. Nehmt dieses Geschenk der Herren des Sees. Es hilft euch, euer Schicksal zu erfüllen. Was ist das für ein Geschenk? Kniet nieder, Geralt von Riva, weißer Wolf. Ihr habt einen weiten und gefahrvollen Weg hinter euch. Ihr habt Mut und Güte bewiesen. Durch göttliche Macht schlage ich euch hiermit zum Ritter. Trotzt euren Feinden ohne Furcht. Beschützt die Hilflosen. Lügt niemals, auch wenn es euren Tod bedeutet. Das ist euer Eid. Und dies, damit ihr es nie vergesst. Erhebt euch als Ritter. Das Schicksal wird euch keine Ruhepause gönnen. Ein langer Weg liegt vor euch. Ich sehe Tod und Blut. Ich sehe frostiges Chaos. Nehmt dieses Schwert als Zeichen meiner Gunst. Einst war es die Klinge eines großen Kriegers. Viele Äonen
sie in der Tiefe und harrte eure Ankunft. Herrin. Hexe, es ist unerheblich, ob ihr an das Schicksal glaubt. Mit der Klinge, die ich euch gebe, vollendet ihr eure Mission. Danke, Herrin. Geht, weißer Wolf, und tut, was getan werden muss. Möget ihr euer Schicksal erfüllen. Schließlich treffen wir im Laufe des Kapitels auch auf Berengar persönlich. Er berichtet uns, dass er aus Angst vor der Salamandra mit ihnen kooperiert hat und aktiv am Kaer-Morhen-Angriff beteiligt war. Im Gegenzug bekommen wir aber auch einiges an Informationen von ihm, da er sich mittlerweile schuldig fühlt und er Asa Yavet jetzt wohl selbst töten will. Man kann sich hier dann wieder mal entscheiden, man kann ihn töten oder ihm das Ganze verzeihen und ihn dann ziehen lassen. Diese Entscheidung zieht auch wieder im Finale eine Konsequenz nach sich. Ich habe seine Entschuldigung angenommen und ihn erstmal ziehen lassen. Ich habe nicht vor, euch zu verurteilen. Soll das heißen, ihr versteht mich? Ihr verteufelt mich nicht? Ich kann eure Entscheidung nicht gutheißen. Aber ich denke, ich kann sie nachvollziehen. Soll heißen... Tut, was ihr für richtig haltet. Ich bin nicht eure Amme. Nehmt das. Wir sehen uns wieder, weißer Wolf. Das Kapitel endet dann ziemlich blutig. Die Ritter des Ordens greifen Trübwasser an, nachdem sie erfahren haben, dass die Scoia'tael hier auf der Insel wohl auch ein Lager haben und dass die Dorfbewohner ihnen geholfen haben. Hier fällt dann die endgültige Entscheidung, Orden oder Scoia'tael. Auch hier habe ich mich dann für die Anderlinge entschieden. Es kommt zur Schlacht, das Dorf geht komplett im Chaos unter und mittendrin bekommt Alwin panische Angst und seine Kräfte brechen mit ihm durch und er teleportiert sich irgendwo hin. Er ist weg, spurlos verschwunden. Ab diesem Moment gibt es dann kein Zurück mehr. Alwin, nein! Nach dem ganzen Drama in Trübwasser geht's für uns dann per Boot zurück nach Vizima. Wir haben einen Rittersporn dabei und machen unterwegs eine, ich sag mal, nicht so schöne Entdeckung. Und wie es dann in Vizima weitergeht, würde ich sagen, schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Mit Kapitel 5 und dem Epilog geht es dann, denke ich, auch zu Ende im nächsten Video. Und ich würde sagen, an dieser Stelle, lasst mir auf jeden Fall eine Bewertung da. Würde mich freuen, wenn du beim letzten Part dann auch noch dabei bist. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Wir werden bald Vizima erreichen. Riecht ihr das? Ja. Rauch. Etwas brennt. Schwer und stickig. Wie strohgedeckte Hütten. Verdammt, Geralt, seht!